Ihr fragt euch sicher, was ich hier mache? Das frage ich mich auch. Das Wetter ist immer herrlich, wenn ich unterwegs bin. Aber zum Glück regnet es nicht. Heute bin ich mit einem ganz besonderen neuen Produkt unterwegs, und zwar mit dem Lip Jig. Eine Art Jigkopf mit Tauchschaufel. Dieser Lip Jig verwandelt unseren Gummiköder in eine Art Wobbler. Hier vorne haben wir einen extremen Druck vorne drauf auf dieser Tauchschaufel aus Kunststoff. Der Jigkopf ist selbst auch aus Kunststoff, deswegen habe ich hier unten, auch in der Packung mit erhältlich, ein kleines Gewicht zum Einschrauben. Das kann variieren zwischen 3 und teilweise 10 Gramm, je nachdem wie tief man runter möchte. Hier bin ich in flachen Poldern unterwegs. Hier habe ich nur 5 Gramm montiert, kann somit auch relativ schnell unterwegs sein. Ich werfe eigentlich alle 1,5, 2 Meter einen kurzen Wurf auf die andere Seite, kurz vor die Packung, also kurz vor die Uferbefestigung. 1, 2 Schritte machen, einen neuen Wurf und weiter geht's. Ich habe gedacht, es war ein Nachläufer. Ich befinde mich jetzt hier auf einem Anleger, so ein kleiner Steg. Das ist wunderbar, hier entlang der Steinpackung im Flachen direkt parallel zum Ufer lang werfen zu können und dann eben auch lang führen zu können. Wenn man das richtig betrachtet, dann kann man in der Rutenspitze auch immer sehen, wie der Köder unten auf Grund auftickt und praktisch über die Steine schleift und trotzdem, anders als beim herkömmlichen Gummifisch, sich nicht verkantet, eben weil auch die Lippe davor ist. Durch die Lippe stellt der Köder sich immer wieder auf und wir haben überhaupt keine Hänger oder nur sehr, sehr wenige. Das ist wunderbar, um gerade diese aktiven Fische in der Steinpackung anzusprechen. Denn natürlich sind sie auf der Suche nach kleineren Fischen innerhalb der Steinpackung selbst und gehen auch nicht selten mit ihren Mäulern richtig in die Steinlücken mit hinein. Das ist natürlich hervorragend dann, hier mit diesem Lip Jig da zu arbeiten. Der Haken ist auch noch einwandfrei, also der hat noch nicht einen Stein geküsst. Das haben wir alles dieser Lippe sozusagen hier, dieser Tauchschaufel zu verdanken. Denn, wie eben schon angesprochen, wenn wir hier eine Steinkante haben, stellt der Köder sich auf und geht dann über diese Steinkante hinüber und wir können ihn dann weiter angeln. Ein positiver Side-Effekt, der natürlich das begünstigt, was wir hier machen wollen, und zwar nah an den Steinen im Flachwasser angeln, ohne wirklich viele Hänger zu haben. Ganz, ganz klasse. Was ich persönlich richtig klasse finde, ist, dass der Lip Jig, anders als der Wobbler zum Beispiel, keine Drillinge unten hat, sondern nur einen Einzelhaken hier oben. Wesentlich einfacher, den Fisch dadurch zu lösen. Und wir haben einen sauberen Hakpunkt. Ich habe jetzt hier eine relativ grelle Farbe genommen, weil wir haben doch noch ein bisschen Restlicht, auch durch die Laternen. Die Bedingungen sind jetzt nicht unbedingt die allerbesten. Wir haben viel Wetterwechsel gehabt in den letzten Tagen, aber sollen alles keine Entschuldigungen sein. Wir gucken, dass wir jetzt hier mal einen Zander irgendwo zu greifen kriegen. So, jetzt nochmal einen Spotwechsel vollzogen. Ich habe mich jetzt schon die ein oder andere Buhne hier lang gefischt und bin jetzt an der Buhne angekommen, wo ich schon des Öfteren echt tolle Fische fangen konnte. Ich hoffe, dass die in Beißlaune sind, denn manchmal ist es tatsächlich so, dass die Zander erst zum späteren Verlauf beißen. Ich habe hier einen 12 cm Bleakshad montiert und werde jetzt mal die ersten Würfe hier machen. Mal sehen, was passiert. Oh, fuck. Nee, doch falscher Alarm. Ich habe gedacht, ich hätte einen Biss gehabt. Wobei, könnte schon ein kleiner Zander gewesen sein. Okay, machen wir Licht wieder aus. Vielleicht kommt er jetzt. Ich sehe nichts.
Richtig toller Biss. Oh, richtig, richtig klasse Fisch. Super happy. Und durch den Einzelhaken hängt dieser Fisch richtig, richtig, richtig gut. Oh, richtig nice. Fantastischer Zander. Richtig toller Fisch. Und der geht jetzt schnell zurück. Und auch, es macht so einen Bock mit diesen leichten, also mit der 28 Gramm Castingroute und dann hier mit dem Lip Jig ein-, zweimal kurz die Steine berührt, einmal tak, tak vorne und dann papp, kam der Biss. Super geil. Ich freue mich. Und jetzt mache ich weiter, weil wenn die Zander in Beißlaune sind, vielleicht kriegen wir noch einen. Fisch! Oh Leute, ich sag euch, dieser Lip Jig ist so geil. Oh. Alter Falter. Alter Schwede, hat er den weggedrückt. Guckt euch das an. Das ist so geil mit dieser Aktion. Diese Wobble-Aktion mit der Druck-Tauchschaufel vorne und trotzdem mit dem Einzelhaken. Ich guck mal, ob ich den hier vernünftig... Alter Schwede, hat er den abgedrückt. Guckt euch das an. Eieiei. Oh, jetzt hier. Das ist der Übeltäter. Lip Jig. 6-0er Haken, passt perfekt auf den Köfi Bleakshad. Und das ist der fantastische Fisch, der dabei rumgekommen ist. Und diese Bisse aus dem Nichts im Stockfinsteren, das ist der absolute Hammer. Da ist er fast auch weg. Alter Schwede. Ich fühle mich hier wie ein Marienkäfer auf dem Rücken. Ja, und eigentlich braucht ihr nichts anderes machen, als wirklich nur langsam einleiern. Durch diesen Druck in der Tauchschaufel vorne habt ihr wirklich so eine schöne Links-Rechts-Aktion. Aber worum es auch geht, ist einfach der Druck, der hier entsteht. Richtig, richtig geil. Also gerade hier fürs Flachwasser unfassbar. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen. Ihr seht, dass ich relativ kurze Würfe mache. Ich möchte nah hier an den Steinen sein, nah an der Packung. Darum geht es mir eigentlich. Gar nicht viel Zeit zu verlieren, sondern wirklich nur im heißen Bereich zu angeln. Im Dunkeln ist es immer super, wenn man so total konzentriert ist. Man sieht nicht viel, man verlässt sich irgendwie auf andere Sinne. Wenn dann diese Bisse hier reinscheppern, das ist Wahnsinn. Aber wieder ein richtig toller Fisch und auch wieder ein Hammer-Einschlag. Leute, ich werde irre. Der dritte Fisch in Folge. Ich sag euch, eine absolute Waffe, dieses Teil. Wenn ihr auch solche tollen Zander fangen wollt, sichert euch den Lip Jig. Das Ding ist eine absolute Waffe, gerade nachts auf Zander. Ganz, ganz leicht bebleit, ganz langsam geführt. Kommen diese fantastischen Fische und die Bisse wie ein Blitzschlag. Unglaublich, so geil. Das sind alles 60-Pluser, fantastisch geile Fische. Der geht natürlich auch sofort zurück. Er will schon los. Und da ist er weg. Herrlich. So kann es weitergehen. Gefährlich das Teil. Kann man nicht anders sagen. Ab sofort im Handel. Kurze Würfe, langsames Kurbeln, ultra geiles Angeln. Es ist eiskalt und meine Hände sind auch eiskalt, aber für solche Fische und vor allen Dingen für solche Bisse nehme ich das sehr gerne in Kauf. Im Polder gestartet und dann irgendwann gemerkt, die Polder sind viel zu trüb, weil es schon gestern auch den ganzen Tag richtig stark geregnet hat. Dann einfach umgeswitcht, an Fluss gegangen auf Zander. Und es war mir schon klar, dass wenn wir Zander finden, können wir sie sehr gezielt gerade mit dem Köder hier auch beangeln. Aber das ist eine wahnsinns geile Idee. Mit dem Lip Jig haben wir eine echte Alternative zum Wobbler-Angeln. Also für mich nicht nur, dass ich jetzt die Fische gefangen habe, sondern für mich ist es auch eine tolle, innovative Art und Weise, um mal ein bisschen weg von dem Hardbait zu kommen.
Gerade wenn man sehr, sehr grundnah angeln möchte. Ich mache jetzt noch weiter, vielleicht kommt noch der eine oder andere. Bin sehr happy. Geiles Ding. Fisch! Oh, und wieder ein so geiler Fisch und wieder voll abgedrückt. Leute, also so langsam werde ich hier verrückt mit den Fischen. Guckt euch das an. Was für starke Zander, was für tolle Zander. Also auch der, ein richtig geiler Fisch. Der geht jetzt schnell zurück. Adios, amigo. Ja, liebe Leute, auch die besten Angeltage müssen irgendwann mal ein Ende haben. Ich werde jetzt hier noch ein paar Würfe machen. In den letzten, ich sag mal so 30 bis 50 Würfen kam überhaupt nichts mehr, keine Kontakte mehr. Denn auch die Zander stellen dann irgendwann die Beißphasen ein. Ich denke, es wird noch mal eine kommen, aber so lange werde ich jetzt nicht mehr am Platz bleiben. Ich habe fantastische Fische gefangen, ich bin sehr happy darüber. Und deswegen würde ich sagen, wir sind am Ende der heutigen Folge. Wenn ihr euren Lip-Jig gesichert haben solltet, wenn diese Folge rauskommt, dann bin ich sicher, dass ihr auch erfolgreich gewesen seid mit diesem tollen System. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund da draußen, passt auf euch auf. Alle Kommentare natürlich unten unter das Video packen. Daumen nach oben, Glocke an, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Abo dalassen, auch wenn ihr das noch nicht längst getan haben solltet. Und ich bin raus, mache jetzt aber trotzdem noch ein paar Würfe. Vielleicht kommt ja noch ein Fisch, aber der muss dann auch nicht mehr auf die Kamera. Bis dann, ciao.